selber grundsätzlich schon eher ein sehr extrovertierter Mensch. Mache so meine Erfahrungen grundsätzlich im Leben, sehe auch zu, dass ich mir irgendwie alles hinterfrage und mein eigenes Bild dazu mache. Das macht es nicht immer einfach, mit mir umzugehen. Ich glaube, meine Rolle in der Band, abgesehen davon, dass ich einfach nur einer von 4 Leuten bin, obliegt mir eben auch die Rolle, die Texte zu schreiben. Das mache ich bereits, seitdem ich 15 Jahre alt bin. So wie andere Leute Tagebuch schreiben, schreibe ich eben Texte und deswegen bin ich eben darauf eingegangen, wie ich überhaupt grundsätzlich in die Welt gehe, weil ich in meinen Texten einfach meistens Dinge betrachte, verarbeite und auch versuche zur Betrachtung anzuregen, was meine Sicht dieser Dinge anbelangt. Ich denke mal, dass man grundsätzlich in der Band auch merkt, ohne dass ich das jetzt wertend meine, dass wir teilweise doch einen großen Altersunterschied haben unter den einzelnen Bandmitgliedern, aber bei uns übernimmt jeder sein Viertel auf seine ganz eigene Art und Weise. Deshalb, das gibt zwar auch schon mal, wie in jeder anderen Gruppe auch, Diskussionen, wer macht gerade mehr oder wer hat das Nötige nicht getan, aber ich denke, dass wir da im Großen und Ganzen eigentlich das recht gut auf die Reihe bekommen, dass wir alle unseren Beitrag, der wichtig ist, um sowas zu machen, dazu tun. Wenn ich den Musikstil von Pencil Case beschreiben würde, würde ich zwar auf jeden Fall Elemente von anderen Bands, wie zum Beispiel Foo Fighters, nennen, aber ich glaube, dass wir in erster Linie darauf fokussiert sind, unser eigenes Ding zu machen in Form von einem eigenen, ja, also das ist schon Rockmusik, das ist auf jeden Fall Rockmusik, aber ich würde schon sagen, dass wir versuchen, sehr eigen zu klingen und neue Sachen zu erfinden. Also das ist halt einfach im Fokus, das ist das, was im Vordergrund steht bei uns. Also nicht zu sehr auf andere Bands achten, sondern mehr versuchen, etwas Eigenes zu kreieren. Ich meine, klar, jeder hört natürlich so seine Lieblingsbands und man hat immer irgendwelche Einflüsse von irgendeiner Seite, aber ich finde, die besten Songs sind immer noch dadurch entstanden, dass man irgendwie das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt einfach, das macht jetzt einfach Spaß. Also aus diesem Spaß heraus, irgendwie aus einer gewissen kindlichen Euphorie heraus, wenn da ein Song raus entsteht, dann ist das eigentlich immer, das sind so die auch am meisten Emotionen rüberbringen und die am besten abrocken. Oder? Junge, wenn du nicht fährst, dann kommt der hier nicht vorbei. Leck mich am Arsch, weißt du, wenn du samstags einkaufen gehst, die Leute sind echt bescheuert. Die haben alle Angst, sie kriegen nichts mehr. Und vor allen Dingen, die sind zu faul, mit ihren scheiß Einkaufswagen 5 Meter mehr zu laufen. Das kotzt mich total an. Take your pain, take your blame and hate. This heart's been mended, soul's been saved. So take your love and take your lies. Take one. Wir singen alle. Also eigentlich singe ich. Und er bewegt vorne die Lippen. Das soll doch keiner wissen, natürlich. Ja, aber hier können wir das ja erzählen. Ja, der Joscha, der singt schon am meisten. Also der ist schon der beste Amateur. Why don't you go to hell and tell the devil he can make my bed? Tell my girl she don't have to be sad. I'm on my way to take my place. I move my feet to the beat of the Kansas City shuffle. As the light is getting dim, I roll my eyes. So tell the devil he can make my bed. My girl, she don't need to be sad. As the line is getting thinner, I roll the dice. I roll the dice. Also das ist einfach die Realität, dass du in der heutigen Zeit als, ich sag mal, mittelmäßig bekannte Band einfach noch kein wirklich gutes Standbein hast. Also du musst auch, es gibt halt diese oberen 5% oder weniger, die halt wirklich das einmal dann geschafft haben und dann läuft der Laden, sag ich mal, aber bei uns ist das halt schon, wir sind auf jeden Fall noch weiter drunter, würde ich sagen, und wir geben es natürlich sehr viel Mühe, aber
Geld damit zu verdienen, ist eigentlich im Moment vollkommen utopisch. Ja, er ist jetzt 11 Monate und der Große ist 7. Ich sag mal, das ist natürlich auch ein bisschen Erziehungssache. Wenn du die schön selbstständig erziehst von Anfang an, dann hast du, wenn die zur Schule gehen, keinen Stress mehr. Aber ich sag mal, bis der Kindergarten vorbei ist, klar, du musst halt alles timen. Ne? Ja, ich mache ja das Studio, dann mische ich live auch noch. Dann halt Unterricht und dann halt so das, was halt durch Live-Spielen noch so reinkommt. Ne? Also das ist halt so kombiniert aus allen Sachen, die ich halt musikalisch so mache. Ist das 2006 gewesen? Ja. Eingestiegen und dann war klar, nee, mit dem kann man nur noch Tanzmusik machen. Dann haben wir angefangen Schlager zu machen, wie man hört. Genau, und dann kam die Veröffentlichung Von? Nur du schießt mich zum Mond und holst mir trotzdem die Sterne vom Himmel. Nein, da kam die Veröffentlichung von der Swing Core, richtig? Nein, zuerst kam die Unplugged EP. Unplugged EP? Genau. Ja. Wir haben zuerst 6 Songs Unplugged veröffentlicht, ja, und dann haben wir die Swing Core gemacht. Richtig. Und nach der Swing Core haben wir die Kansas City Shuffle gemacht. Ja, erstmal gab es ja noch 2 Singles. Ja, Your Believe Mouth und Your Mouth, genau. Und dann haben wir die Kansas City Shuffle gemacht. Ganz genau. Und jetzt machen wir die nächste. Genau. Ja. Pencil Case ist halt die Band, die mich auch fordert. Und eine Band, die fordert, da klar kommt man in Situationen, wo man Neues ausprobiert und einen Nervenkitzel hat sozusagen. Ne? Das ist ja auch schön. Das gehört mit zum Leben. Abgesehen davon sind wir im Hotel Europa in Aachen. Da waren wir lange nicht. Das letzte Mal Vollgas. Heute halt Acoustic, was einfach eine andere intensive Stimmung ist. Das macht so Spaß. Und mag das Ambiente von diesem Laden einfach unheimlich gerne. Ja, das wird auf jeden Fall ein super schöner Abend. Es sind auch viele Gäste aus Köln da heute. Super. Wenn ich ehrlich bin, bin ich vor Konzerten nervös. Das ist eine. Ich glaube auch, wenn man nicht mehr nervös ist vor einem Konzert, dann braucht man es eigentlich nicht mehr machen. And I'm not really good at improvising stuff, but then Alles zu lang. Ich lasse die Mütze aus. Ja, geh dir nochmal die Haare machen. Ich gebe mir nochmal die Haare waschen. Mach es. Ja, ach so. Wir sind aber tatsächlich auch beim letzten Song angekommen. Wer uns ein bisschen kennt, weiß das. Wenn wir diesen Song spielen, dann ist das der letzte Song und der ist ganz leise. Wir müssen auch nicht mitsingen, wir kennen den auch nicht. Von daher. Das ist Always on the Run, das ist auch so. Ja, ein bisschen schneller. Ich will, dass wir uns bis Köln hören können, wenn wir hier fertig sind.
lass uns zusammen noch ein Bier trinken. Lass uns irgendwie noch nicht nach Hause gehen, maybe tomorrow und so. Aber wir dürfen. Ich will ja, aber ich kann ja nicht. Ich bin leer. Tut mir leid. Wenn ich von der Bühne gehe und weiß, die Band und ich, wir haben funktioniert, wir haben uns gegenseitig auf der Bühne fühlen können beim Musikmachen, dann sind das 100%. Und wenn dann auch das Publikum, wie das bei uns häufig der Fall ist inzwischen, Gott sei Dank, dass die Sachen mitsingen, eigene Songs von uns mitsingen, dann ist das ein multipler Orgasmus, ganz ehrlich. Also so fühle ich mich danach, als hätte ich gerade multiple Orgasmus. Das heißt, du möchtest gleich nochmal spielen? Ich will sofort nochmal spielen, natürlich. Tell your